Vor einigen Jahren ist auf Reddit dieses Video explodiert. Ein 3-jähriger Junge soll im Fernsehen zeigen, wie gut er Schach spielen kann. Dann betritt sein Gegner die Bühne. Ich liebe einfach alles an diesem Video. Der angsterfüllte Gesichtsausdruck, die Lebensanzeige und vor allem die Bossmusik. Der Junge verliert übrigens. Das Video ist Teil einer Reihe von Memes mit dem Namen Why Do I Hear Boss Music? Der Aufbau ist eigentlich immer gleich, irgendeine random Situation und plötzlich Musik, die einen Bosskampf ankündigt. Ich glaube, dass viele von uns diese Situation gut kennen. Die Musik schwillt an, die Hände werden feucht, wir rutschen auf dem Sessel nach vorn. Dieses Meme zeigt aber auch, dass Musik in Spielen etwas mit uns macht. Sie lässt uns emotional werden, sie nimmt uns an der Hand. Dabei merken wir oft nicht, wie sehr uns Musik in eine bestimmte Richtung lenkt, uns ein bestimmtes Gefühl aufzwingt und uns fast schon manipuliert. Am Anfang waren Spiele noch stumm. Das ändert sich mit Pong. Doch von Musik war der Sound von Pong noch ziemlich weit entfernt. In den 70ern wird Space Invaders eins der ersten Spiele mit einem durchgehenden Soundtrack. Anfang der 80er stellt Nintendo seinen allerersten Komponisten ein. Koji Kondo produziert einige der bis heute bekanntesten Soundtracks. In den knapp 50 Jahren seit Pong hat sich Videospielmusik ziemlich stark verändert. Heute sind Soundtracks aus Videospielen zum Teil aufwendiger als in Blockbuster-Filmen. Große Namen wie Oscar-Preisträger Hans Zimmer oder Paul McCartney von den Beatles steuern hin und wieder mal einen Soundtrack bei. Das alles nur, damit wir schon im Menübildschirm auf eine emotionale Achterbahnfahrt vorbereitet werden. Und die gibt es in Spielen ja zu Genüge. Um die verschiedenen Situationen und Szenen musikalisch begleiten zu können, muss Videospielmusik abwechslungsreich sein. Es gibt grob vereinfacht 3 Arten, wie man diese Musik komponieren kann. Es gibt das sogenannte Underscoring. Die Bewegungen auf dem Bildschirm werden musikalisch untermalt, Bild und Sound sind fast synchron, so wie hier in Ape Out. Oder etwas neuer in Hi-Fi Rush. Häufiger wird aber das hier eingesetzt. Das ist das sogenannte Leitmotiv. Eine Abfolge ganz charakteristischer Töne, die immer wieder in abgewandelter Form im Spiel auftauchen. Die Zelda-Reihe zum Beispiel ist voll mit solchen Leitmotiven, die sich auch durch die verschiedenen Titel ziehen. Aber auch Spiele wie Monkey Island nutzen Leitmotive, um bestimmte Figuren zu charakterisieren, wie zum Beispiel Geisterpirat LeChuck. Am häufigsten wird heute die Mood-Technik verwendet. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And You are treading on some mighty thin ice here. Die Musik soll hierbei vor allem eine bestimmte Stimmung erzeugen. Dadurch werden Szenen musikalisch eingefärbt. Das kommt heute in fast allen großen AAA-Titeln vor. Verfolgungsjagden sind dann auf einmal hektischer. Kämpfe noch aufregender. Alle 3 Techniken haben aber eins gemeinsam. Sie alle spielen mit unseren Emotionen. Vor allem die Mood-Technik hat einen großen Einfluss darauf, wie wir eine Szene wahrnehmen. Hier mal zum Vergleich. Einmal ohne Musik
und einmal mit. Es gibt eine alte Filmweisheit. Der Film zeigt dir, was passiert, die Musik sagt dir, was du fühlen sollst. Und das gilt auch für Spiele. Man könnte sagen, Musik gibt den Ton an. Aber genau das ist es auch, warum sich Musik für mich manchmal so manipulativ anfühlt. Wenn wir zum Beispiel in einem Bosskampf stecken und die Musik den Stressregler nochmal zusätzlich nach oben dreht. Oder wenn das Streichorchester extra auf die Tränendrüse drückt, nur um unmissverständlich klarzumachen, warum diese Szene jetzt wichtig ist. Musik lenkt uns oft in eine Richtung, weil es die Geschichte erfordert. Oder damit wir nicht völlig planlos umherirren. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht irgendwie kindisch, aber ich will nicht ständig an der Hand genommen werden. Ich will meine eigenen Erfahrungen machen. Für mich macht genau das Spiele so besonders, dass ich eben nicht das eine Fallout serviert bekomme, sondern ich selber entscheiden kann, welche Version des Spiels ich erleben will, mit welchen Figuren ich Sympathie habe oder Mitleid. Musik übernimmt aber oft die Deutungshoheit. Wir bekommen eine Lesart vorgegeben. Gute Geschichten profitieren aber von der Ungewissheit. Davon, dass wir nicht alles über eine Figur wissen oder darüber, ob ein Ort sicher ist oder nicht. Das gilt genauso fürs Gameplay. Nicht jeder Kampf braucht epische Kampfmusik, nicht jedes Horrorspiel braucht ein beunruhigendes Streichorchester. Manchmal ist es besser, wenn Spiele einfach nichts sagen. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Konzertsaal. Ihr seid hergekommen, um einen jungen, aufstrebenden Pianisten zu hören. Er setzt sich ans Klavier und dann nichts. Fast 5 Minuten lang sitzt er da, schaut hin und wieder auf die Uhr, aber spielt keinen einzigen Ton. Ihr seid irritiert. Ihr habt für ein Konzert bezahlt, aber stattdessen hört ihr nichts. Nur das Getuschel der anderen Gäste. Das Knarzen der Stühle, als einige aufstehen und gehen wollen. Und ganz leise den Regen, der auf das Dach plätschert. Diese Situation hat sich 1952 genauso ereignet, im amerikanischen Woodstock im Bundesstaat New York. Was erstmal wie ein schlechter Scherz klingt, ist in Wirklichkeit ein Stück des Künstlers und Komponisten John Cage. Es sorgt damals für ganz schön viel Verwirrung. Die Reaktion des Publikums ist ziemlich heftig. There were a lot of artists, even at that time in Woodstock, and they were in an uproar over the performance. And afterwards, John opened the floor to questions, and one of the artists got up and said, "Good people of Woodstock, I think we should run these people out of town." John Cage experimentiert seinerzeit viel mit Musik. Er testet regelmäßig die Grenzen davon aus, was wir überhaupt als Musik verstehen. Er schreibt unter anderem eins der langsamsten und längsten Musikstücke der Welt. Für insgesamt 639 Jahre wird es in dieser Kirche in Halberstadt gespielt. Alle paar Jahre ein Klangwechsel, der jedes Mal ein kleines Highlight ist. 1951, also ein Jahr vor der Uraufführung seines eigenwilligen Stücks, besucht Cage die Harvard University in den USA. Denn dort gibt es einen schalltoten Raum. Und obwohl es in dem Raum still ist, hört er etwas. Einen hohen und einen tiefen Ton. Sein Nervensystem und sein Blutkreislauf, sagt man ihm nachher. Dieses Erlebnis fängt Cage als Musikstück ein und nennt es 4 Minuten 33 Sekunden. Ein Musikstück in 3 Sätzen, ohne auch nur einen einzigen Ton. Und trotzdem nicht still. Nicht die Stille ist das eigentliche Stück, sondern die Geräusche, die sie unterbrechen. John Cage will damit unter anderem auf eins aufmerksam machen: dass jedes Geräusch Musik ist. When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking, and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. Gerade in Videospielen spielt sich Musik oft in den Vordergrund. Wir können aber auch versuchen, Geräuschen die Bühne zu überlassen. Wenn sich in The Last of Us ein Klicker ankündigt, dann weiß ich sofort, dass ich auf der Hut sein muss. Denn gerade wenn es bedrohlich wird, profitieren Spiele von einer atmosphärischen Soundkulisse. Der Indie-Titel Duskers treibt das nochmal auf die Spitze. Wir erkunden als einsamer Drohnenpilot verlassene Raumschiffe im All. Keine Menschenseele ist an Bord, dafür scheinbar andere Kreaturen. Noch beklemmender als die Ausgangssituation in Duskers ohnehin schon ist die Tatsache, dass es im gesamten Spiel absolut keine Musik gibt.
Stattdessen hören wir nur das Rauschen von Sensoren, das Knistern von Funkgeräten und das Piepen von Displays. Wir nehmen das wahr, was auch der Pilot wahrnimmt. Oder besser, seine Drohnen. Denn so wie die nur begrenzte Informationen über die Schiffe zur Verfügung haben, haben wir es auch. Wir sind ganz unmittelbar Teil des Spielgeschehens. Duskus setzt auf einen hohen Grad an Realismus. Soundtracks hingegen sind unrealistisch. Sie sind nicht diegetisch. Sie finden außerhalb der Spielwelt statt. Die Musik ist in dem Fall nur für uns da, nicht für die Spielfiguren. Denn die können den Soundtrack nicht wahrnehmen. Jeder noch so gut produzierte Soundtrack kann am Ende dazu führen, dass die Immersion leidet. Weil wir daran erinnert werden, dass wir eigentlich nur Beobachter sind. Gerade Horrortitel arbeiten viel mit Stille. Wenn die Musik aussetzt, wissen wir plötzlich nicht mehr, was uns als nächstes erwartet. Ob etwas hinter der nächsten Ecke lauert oder wir uns das alles doch nur einbilden. Ohne Musik verlieren wir Halt und Orientierung, als würde uns plötzlich ein Sinn fehlen. Stille gibt es natürlich nicht nur in Horrorspielen. Wenn die Action für einen Moment stoppt und wir mit den Figuren allein sind, kommen wir ihnen auch näher und haben plötzlich Zeit, um selber zu reflektieren. Durch die Stille gibt es plötzlich keinen Filter mehr, der zwischen uns und dem Spiel steht. Wir können uns umso mehr auf das konzentrieren, was vor uns liegt. In der Stille treten auf einmal Darsteller hervor, die sonst eher im Hintergrund bleiben. Es offenbart sich eine Ebene, die wir erst dann erkennen, wenn wir Musik bewusst entfernen. Ich habe in meinem Leben bisher ziemlich viel Fallout gespielt. Also wirklich viel. Ein großer Teil der Spielzeit kommt bei mir durch den Baumodus in Fallout 4 zusammen. In den stundenlangen Bausessions wurde mir die Musik aber irgendwann zu monoton. Also habe ich sie ausgestellt und mir stattdessen einen Podcast angemacht. Eines Tages starte ich Fallout und ziehe los ins Ödland. Plötzlich greift mich eine Gruppe von Ghoulen an. Das bemerke ich aber erst, als es zu spät ist. Denn da, wo mich normalerweise die Musik gewarnt hätte, ist jetzt Stille. Und die macht Fallout zu einer ganz anderen Spielerfahrung. Auf einmal höre ich viel mehr hin, laufe viel wachsamer durch das Ödland. Und wenn ich zu Hause in meiner Siedlung ankomme, gibt mir das Radio ein Gefühl von Sicherheit. Ich spiele plötzlich ein völlig anderes Fallout. Eins, das mir viel besser gefällt, weil es auf einmal mehr Survival und weniger Rollenspiel ist. Was passiert wohl, wenn wir die Musik auch in anderen Spielen ausschalten? Uncharted 4 ist im Prinzip mehr Film als Spiel, wenn auch mit massiv Überlänge. Eine actionreich inszenierte Story, die von A wie ach, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für den Ruhestand, bis Z wie zumindest gönne ich mir noch diesen letzten Schatz, The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. kerzengerade durchläuft. Zumindest fast. Denn Nathan Drakes Reise hält filmtypisch jede Menge Aufs und Ups und Twists parat. Und die werden immer von der passenden Musik begleitet. Diese musikalische Inszenierung ist unter anderem der Grund, warum Nathan Drake am Ende des Spiels immer noch der super sympathische Draufgänger ist und kein kaltblütiger Killer. Yeah, Libertalia. Come for the beautiful views, stay for the life or death gunfights. Weird things that I consider red flags in people. Uncharted ohne Musik zu spielen, wird ziemlich schnell zu einer ganz schön düsteren Angelegenheit. Holy shit. Nice shot. Jede getötete Wache ist nicht mehr nur ein Hindernis weniger, sondern ein blutiges Beweisstück für einen skrupellosen Raub. In meinem Kopf male ich mir Meldungen in den Zeitungen aus, die am nächsten Tag über dieses Blutbad berichten. Und all das bemerke ich nur, weil die Musik weg ist. Ich könnte hier endlos viele Spiele aufzählen, die sich ohne Musik anders anfühlen. Am Ende ist es fast egal, welches wir dafür nehmen. Spiele waren von Anfang an stumm. Und auf ihrer grundlegendsten Ebene sind sie es auch immer noch. Viele Zeilen Code, die erst durch die Arbeit von zig Menschen zum Leben erwachen.
Mit der Zeit haben Spiele durch Musik sprechen gelernt. Daraus wurde eine Sprache, die wir mittlerweile alle ziemlich gut kennen. Eine Sprache, die aber manchmal kaum noch Platz für etwas anderes lässt und unsere Wahrnehmung massiv beeinflusst. Jeder Schritt, jede Patronenhülse, die den Boden berührt, wurde extra für das Spiel produziert. Diese harte Arbeit verschwindet aber oft hinter bedeutungsschwangerer Musik. Das soll hier überhaupt kein Hate gegen Videospielmusik sein, im Gegenteil. Es gibt wenig Musik, die mich emotional so sehr berührt wie die in Spielen. Die Leidenschaft und harte Arbeit, die in Videospielmusik fließt, kann man laut und deutlich raushören. Wenn wir aber zur Abwechslung den Lautstärkeregler runterdrehen, offenbart sich eine Musik hinter der Musik. Der Regen, die Schritte auf dem nassen Boden, das Brennen der Fackel. Es fühlt sich an, als würde ich ohne Musik mehr vom Spiel mitbekommen, als würde ich genauer zuhören und zusehen können. Es gibt diesen Kanal hier auf YouTube, über den ich bei der Recherche gestolpert bin und der mich irgendwie fasziniert hat. Games Without Music. Und ich bin so überrascht darüber, wie dieses eine Detail eine Spielerfahrung so drastisch verändern kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hat es fast schon was Befreiendes, in dieser schnelllebigen, lauten und auch hektischen Zeit hin und wieder einfach mal die Stummtaste zu drücken. Plötzlich wird die Spielerfahrung persönlicher, weil wir uns so nicht mehr blenden lassen von dem Feuerwerk, das durch die Musik auch in unserem Kopf stattfindet. So bekommen wir die Chance, unsere Lieblingsspiele nochmal ganz neu kennenzulernen. Vielleicht probiert ihr es selber mal aus. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wie bereits angekündigt, könnt ihr Ingame-Site ab sofort auch bei Patreon unterstützen. Ich habe lange überlegt, wie das aussehen könnte, was am besten zu mir passt, was am besten zu dem Kanal passt, und ich habe mich entschieden, ich möchte euch gerne mehr Einblick in das geben, was so hinter den Kulissen passiert, auch um zu zeigen, ja, hier passiert wirklich was, und was, das seht ihr ab sofort immer auf Patreon. Auf patreon.com/ingamesite könnt ihr den Kanal auf insgesamt 3 Stufen unterstützen. Dafür bekommt ihr dann verschiedene Extras, das geht von Early Access zu den Videos, über Bonus-Content bis zu eurem Namen im Abspann. Zum Start habe ich bei Patreon eins meiner allerersten Video-Essays hochgeladen, was ich damals für die Uni gemacht habe. Wie nähert man sich einem Film wie Citizen Kane? Einem Filmklassiker, der noch heute zu den einflussreichsten und innovativsten Filmen aller Zeiten gehört. Qualität über Quantität ist das versuchte Motto für diesen Kanal, und das soll sich auch bei Patreon widerspiegeln. Wenn ihr euch also entscheidet, diesen Kanal finanziell zu unterstützen, dann erfolgt diese Unterstützung immer pro Video und nicht pro Monat, wie ihr es vielleicht von anderen kennt. Das ist, glaube ich, einfach so am fairsten. Ich glaube an diesen Kanal. Ich habe letztes Jahr einige Sachen privat umgestellt, um mich diesem Projekt auch mehr widmen zu können. Und wenn ihr auch dran glaubt und mich bei dieser Reise begleiten wollt, dann fühlt euch gerne eingeladen, das zu tun. Entweder über Patreon oder indem ihr diese Videos weiterhin schaut. Ich freue mich auch weiterhin über euer Feedback. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Musik in Spielen gemacht habt. Spielt ihr Spiele auch manchmal stumm oder sagt ihr, nee, Musik darf auf gar keinen Fall fehlen? Ich habe richtig Bock auf dieses Jahr und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal.